Hey Leute und herzlich willkommen zur Mission Surfen im Meer. Auf geht's! Ganz so leicht ist es dann doch nicht. Deswegen befinden wir uns hier im Surfcamp Wellenreiter in Saint-Girons. Hier werden wir über die nächsten Tage Surfen richtig gut lernen. Ich bin schon richtig hyped. Let's go! Das ist unsere Truppe. Wir sind die Woche jetzt zusammen und das löst sich jetzt auch erstmal nicht so auf. Jetzt wird hier nichts mehr hin und her getauscht. Ja, wir sind der harte Kern. Ich will erstmal starten eine Vorstellungsrunde, weil dass wir erstmal eure Namen alle haben und dass wir so ein bisschen was über euch wissen. Ich bin Jonas, ich bin der Praktikant hier. Ich bin 23. Ich bin auch schon seit 2015 hier. Im Laufe der Woche, was wollen wir machen? So, ne? Wir sind ja so im Prinzip so 4 Stunden Kursprogramm pro Tag, haben wir eingeplant. Dazu gehört natürlich Surfen. Wir wollen ins Wasser, das ist natürlich der Hauptbestandteil dieser 4 Stunden. Aber die Stunden werden auch in Theorie aufgeteilt. Das heißt, da werden wir Theorieeinheiten mit einbauen, um das Ganze besser zu verstehen und das dann letztendlich auch im Wasser dann vielleicht auch anwenden zu können. Dazu wollen wir noch Aufstehtrainings machen. Ne? Das so zum Plan der Woche, so ein bisschen der Plan für heute erstmal. Und zwar jetzt gleich wollen wir noch mal 1, 2 Sachen besprechen. Dann direkt im Anschluss ein paar Neos und ein paar Bretter finden für uns und dann Geht's zum Surfen? Noch nicht ganz. Wir haben die Bretter gepackt und fahren zum See in der Nähe, weil wir dann die Grundlagen der Technik mit dem Board ein bisschen erlernen, bevor es dann morgen wirklich ins Meer geht. Genau, wir wollen uns nämlich jeder gleich ein Brett nehmen, was ungefähr so eurer Größe nach entspricht. Das heißt, große Bretter, das ist so 8 Fuß, ist so für die großen und schweren. 7 Fuß, kleinere Bretter für die kleinen und leichten. Hier ist so dieser Stringer, der hier oben durchläuft, ne, diese Holzlatte, die wir gesagt hatten. Darüber wollen wir mittig drüber liegen. Wir wollen uns da nicht wie so ein nasser Sack drauflegen, sondern wir wollen Körperspannung. Mit dem rechten Arm stechen wir ganz weit oben ein. 1/3 bis ungefähr so auf die Schulterhöhe ziehen wir und 2/3 drücken wir nach hinten. Das sind die ersten Punkte, die wir jetzt machen wollen. Das heißt, das gleich erstmal ausprobieren. Guck mal, wir haben Josi nämlich da hinten im Wasser. Sie will euch jetzt noch einmal was vormachen. Also wir haben uns auch unsere Fixpunkte gesucht und jetzt hier aufs Meer voll rausgepaddelt und wollen ins Surfen gehen. Was wäre denn jetzt der nächste Schritt, den ich erstmal tun muss? Auf Wellen schauen. Geht das so im Liegen? Nicht so gut. Haben wir nicht so viel Überblick. Das heißt, wir setzen uns hin. Das ist schon der nächste Schritt von den Bretttechniken. Einmal mit dem Brett drehen, eine Runde rum. Und die Welle! Oh nein! Wir haben dann noch ein Spiel mit 2 Mannschaften gespielt, bei dem man versuchen musste, die gelernten Techniken anzuwenden und innerhalb des eigenen Teams einen Tennisball 5-mal hin und her zu passen. Zum Abschluss gab es noch einen Sprint zum Ufer, bei dem wir die letzte Energie rausgeballert haben. Wir haben uns beim Abendessen die Bäuche vollgeschlagen und sind dann noch zum Strand noch ein krasses Gewitter beobachtet. Blitze im Sekundentakt in einem knalligen Orange, die sich über den ganzen Himmel zogen. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Tag 2. Heute geht's ab ins Meer. Boah, ich habe schon richtig Bock, es wird richtig nice. Wir haben jetzt gerade unsere Boards um 6:45 Uhr abgeholt, sind jetzt hier rüber gewandert zum Strand und ab geht die Post. Ich bin hyped, let's go! Das Anpaddeln der Welle hat anfangs nicht ganz so funktioniert. Junge, haben die eine Power! Und natürlich habe ich nicht aufgegeben, bis ich schließlich meinen ersten Erfolg hatte. Oh, das ist anstrengend. Deswegen haben wir uns regelmäßig mit den Surflehrern am Strand getroffen, um neue Energie zu sammeln und unsere Technik zu verfeinern. Nach diesen wertvollen Feedback-Sessions lief es dann auch deutlich besser. Meistens. Erste Mini-Welle gesurft, würde ich sagen.
Am Nachmittag hatten wir unsere erste Theoriestunde, in der wir mehr über die Gezeiten und ihre Auswirkungen auf das Meer und die Wellen gelernt haben. Nach dem Aufwärmen ging es direkt zum Aufstehtraining. Das Ziel dabei war, durch das Üben an Land unsere Technik zu verfeinern, damit wir im Meer schneller und präziser aufstehen können. Herzlich willkommen zu Tag 4. Ich erzähle euch noch kurz, was an Tag 3 passiert ist. Nach einem kurzen Aufwärmspiel, bei dem wir uns eine Person ausgesucht haben und diese zweimal umrunden mussten und das völlig eskaliert ist, war es endlich Zeit für unsere nächste Surf-Session. Wir standen vor einer echten Herausforderung. Die Wellen waren unglaublich stark. Riesige Schaumwalzen rollten im Sekundentakt auf uns zu und die Strömung zerrte uns in alle Richtungen. Es war ein richtiger Kampf, nicht abgetrieben zu werden, geschweige denn weiter ins Meer hinein zu paddeln. Aber nachdem ich all meine Kräfte mobilisiert hatte, lief es erstaunlich gut. Es war ein Riesenspaß. Wir haben uns gestern gar nicht so schlecht angestellt, deswegen befinden wir uns heute im Intermediate-Kurs, wo wirklich das Ziel ist, die grünen Wellen zu erwischen. Oder auf dem Weg, ein sogenannte Line, das ist da, wo sich die Surfer dann alle aufreihen und dann auf ihre grünen Wellen warten, müssen wir irgendwie durch unsere Schaumwalzen durchkommen. Und die Welle kommt, Linda paddelt. Was wollen Sie denn machen? Packt die Hände an die Rails, dreht sich um, zieht die Nose nach unten und dann hängt ihr so im Wasser drin, sodass die Nose nach vorne ins Wasser einspitzelt und die Welle einfach drüber laufen kann. Hey, ich bin mega motiviert. Wir haben sogar ein neues Brett bekommen. Die anderen sind jetzt tatsächlich schon mal vorgelaufen. Wir schauen jetzt gleich hinterher und dann geht's ab auf die Welle. Wir haben uns alle in einer Reihe aufgestellt und sind mit unserem Surflehrer hinausgepaddelt. Er wusste genau, wann der richtige Zeitpunkt war, um am besten durch die Wellen zu kommen. Als wir im Line-Up ankamen, habe ich sofort versucht, die nächste Welle zu erwischen. Leider ohne Erfolg. Der zweite Versuch war auch nicht viel besser. Man sagt ja, alle guten Dinge sind 3. In meinem Fall stimmt das auch nicht ganz. Es war schon frustrierend, wieder fast am Strand zu sein. Aber mit der letzten Welle hatte ich dann doch noch ein bisschen Spaß. Okay, erste Welle, bisschen verpasst, bisschen was ging. Aber ja, mal schauen, was noch kommt. Beim zweiten Anlauf lief alles anders. Ich hatte das richtige Timing, bin gut in die Welle reingeglitten und stand gut auf. Die paar Sekunden Fahrt fühlten sich an wie eine Ewigkeit. Ich habe mich dann bald alleine ins Wasser gewagt und versucht, so viele Wellen wie möglich zu reiten. Manchmal hat es super geklappt. Manchmal weniger. Ey, hier kommen solche Brecher rein, das ist geisteskrank. Letzter Versuch. Boah, war das, Alter! War das eine Waschmaschine? Ja, leck! Ich kann nicht mehr, Freunde, ich kann nicht mehr. Es ist so todesanstrengend. Nach der anstrengenden Surf-Session war erstmal Entspannung angesagt, denn am Abend fand ein großes Tischtennisturnier mit 32 Teams statt. Jedes bestehend aus 2 Personen. Ihr könnt heute ein Date gewinnen mit mir! Obwohl ich mit Lucy ein starkes Team bildete, waren unsere Gegner einfach zu gut. Aber keine Sorge, wir haben natürlich freiwillig verloren, um unsere Energie für den nächsten Surftag zu sparen. Herzlich willkommen zu Tag 5. Heute wird's ernst. Wir wollen heute richtig die grünen Wellen erklimmen. Gestern hatten wir schon mal einen kleinen Ansatz. Ich habe jetzt heute noch mal ein neues GoPro-Mount drauf. Hoffe, dass ich dann noch mal geilere Perspektiven einfangen kann. Und in dem Sinne... An Tag 5 hatten wir was ganz Besonderes zum Aufwärmen. Völkerball.
Die Meinungen dazu sind ja geteilt, aber ich persönlich fand's mega, in dieser traumhaften Kulisse direkt am Meer Völkerball zu spielen. Danach haben wir uns noch ein paar Profi-Tipps geholt, unsere Boards für den besseren Halt gewachst und dann ging es auch schon ab in die nächste Surf-Session. Vielleicht lag es daran, dass ich mein orangefarbenes Lycra-Shirt vergessen hatte. Aber mein erster Versuch war so erfolgreich, dass man meinen könnte, ich hätte nicht im Anfängerkurs angefangen. Aber auch mit meinem Lycra-Shirt hatte ich einige tolle Versuche und wirklich Spaß auf den Wellen. Sie waren nicht die höchsten, aber die Power dahinter hat sich trotzdem sehen lassen. Richtig geil. Heute waren die Wellen mega. War ein bisschen kleiner als gestern. Dafür konnte man sie leichter anpaddeln und leichter entlang fahren. Und man hat nicht die ganze Zeit mit dem Board einen kleinen Tauchgang gemacht. Das war schon. Hat heute echt Spaß gemacht. Es gibt jetzt gerade noch einen kleinen Filmabend. Und morgen in der Früh geht's dann zur letzten Surf-Session in dem Camp. Ich bin schon echt gespannt, was morgen nochmal geht, was für Bedingungen wir haben. In dem Sinne, sehen wir uns morgen. Heute ist unser letzter Surftag. Wir geben heute nochmal alles. Wir haben heute einen bisschen anderen Weg wie sonst genommen. Durch den Wald war auch richtig schön und die Sonne hat nicht so reingeballert. Ich steige jetzt hier noch kurz in meinen Lycra rein und dann geht's ab auf die Welle. Fertig? Hi, Apfel! Okay Leute, das war unsere Woche im Surfcamp. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gewinnen können, wie es ist, das Surfen im Meer zu lernen. Falls ihr neugierig seid, wie ihr in eurer Nähe das Surfen erlernen könnt, dann klickt unbedingt hier. Und für noch mehr Content, klickt unbedingt hier. Viel Spaß!